Remember, we were identifying Esau and his relationship with the tares. Erinnert euch dran, wo wir waren. Wir haben Esau damit identifiziert, dass er mit dem Unkraut zu tun hat. And then once again, the reason this is important is because Yeshua tells us in this parables that the field represents the world. Und hier ist es wieder wichtig, weil Jesus in seinem Gleichnis sagt, dass das Feld für die Welt steht. And so Cain's descendants wanting to possess the world means to possess the field. Die Leute, die von Kain hervorkommen, seine Nachkommen, wollen die Welt besitzen, also das Feld einnehmen. If they possess the field, they can do whatever they want with the wheat. Wenn sie das Feld besitzen, können sie alles tun, was sie wollen mit dem Weizen. And so we're trying to take traditional biblical prophecies and put them in a field so we can understand them. Also wir nehmen biblische Prophezien und legen sie in das Feld, um sie verstehen zu können. Let me give you some examples where this word shows up in Scripture, the word for Esau. Und ich gebe euch noch mehrere Beispiele, wo das Wort für Esau in der Schrift auftaucht. In Psalm or Mizmor 92, 7 and 8, Psalm 92, Verse 7 und 8. it says, when the wicked spring as the grass, Esav, Da heißt es, wenn die Gottlosen grünen oder hervorspringen wie das Gras and when all the workers of iniquity do flourish. und all die Übeltäter oder die Täter von Iniquität, Wurzel für neue Sünde, sich vergrößern, vermehren, Of course, in the end, they're going to be destroyed, dann werden sie natürlich am Ende zerstört werden. removed from the field and taken and burned. Sie werden vom Feld rausgenommen, mit den Wurzeln entrissen und verbrannt. But associated with Esav or Esau with the grass is the wicked and the workers of iniquity. Und hier ist der Zusammenhang wieder mit den Gottlosen oder Bösartigen, mit dem Gras, dieses hebräische Wort von Esau, und diesen Übeltätern oder Werken von Iniquität. Now remember we discussed last night, I believe, what the word wicked means in Hebrew. Wir haben gestern schon rausgefunden, was das Wort bösartig oder wicked bedeutet im Hebräischen. Remember the woman with the bowl that smashes the bowl into pieces. Ihr seht noch diese Frau vor euch mit der großen Schüssel, mit der sie arbeiten will, und sie zerstört diese Schüssel einfach, indem sie sie auf den Boden schmeißt. They're also associated with the people called the workers of iniquity. Und hier ist es auch im Zusammenhang mit den Übeltätern oder die Schlechtes tun. Now in Matthew chapter 7, these workers of iniquity show up as well. Und in Matthäus 7 haben wir die gleichen, diese Arbeiter von Iniquität, die Wurzelwerk für neue Sünde hervorbringen. Yeshua says, "Depart from me, ye workers of iniquity, because I never knew you." Jeschua sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter oder Arbeiter der Iniquität, denn ich habe euch nie gekannt. Now the word iniquity in English comes from the Hebrew word for lawlessness. Und das englische Wort Iniquität kommt von dem hebräischen Wort Gesetzlosigkeit. Remember the Greek word for law was namas. Und das griechische Wort für Gesetz war Namas. But this word in Greek is anamas, Und dieses Wort ist dann Anamas, ohne Gesetz. which means no Torah, no Da law. ist es dann keine Torah, kein Gesetz. So that's the identification of the workers of iniquity. Das ist also die Identifikationsmöglichkeit für diese Arbeiter der Iniquität. In Psalm 1 verse 4, they're compared to the chaff. They're like the chaff which the wind drives away. In Psalm 1, Vers 4 werden die Gottlosen verglichen mit Spreu, die der Wind wegtreibt. Now there's a difference between tares and chaff. So, es gibt aber einen Unterschied zwischen Unkraut, das wächst, und Spreu, der verstreut wird. Tares is something the enemy comes in and sows while the men sleep. Unkraut ist etwas, was der Feind, der kommt und sät das unter den Samen vom Weizen, während der Bauer schläft. But the chaff is a word used to describe what the wheat produces, the worthless part of the wheat. Und Spreu ist aber etwas, was der Weizen hervorbringt, das ist der wertlose Teil vom Weizen, was abgetrennt wird. Paul teaches us that those kind of things will be burned up at the bema seat. Und Paulus sagt, dass diese Dinge verbrannt werden im Feuersee. In 1 Corinthians 3 verse 12, it uses this word asev and translates it as hay. Down at the Heu, bottom. okay. Yeah. 1. Korinther 3,12, da wird es dann verglichen mit Heu. Some people build their foundation with gold, silver, and precious stones. Wenn irgendjemand auf diesen Grund baut, sowas wie Gold, Silber oder Steine, Edelsteine eigentlich, But some build it of wood, hay, Esau, and stubble. und einige bauen es aber auf Holz, Heu und das andere ist Stoppeln, beziehungsweise In Obadiah 18, in Obadiah Vers 18 heißt es dann,
We are told that the house of Jacob shall be as a fire and the house of Joseph a flame. Da heißt es dann, dass das Haus Jakob wie ein Feuer werden soll und das Haus Josef eine Flamme. And the house of Esau will be as stubble. Und das Haus Esaus aber wieder Stroh. One of the words used in 1 Corinthians to describe the worthless part. Und das ist aus dem 1. Korinther einer dieser wertlosen Teile, mit denen man nicht bauen kann. In Exodus 15, verse 7, In 2. Mose 15, Vers 7, it says, "In the greatness of your excellency, you have overthrown them that rose up against you." in deiner großen Herrlichkeit hast du die Widersacher, die gegen dich aufgestanden sind, gestürzt, When the Egyptians chased them across the Red Sea, als die Ägypter sie in das Rote Meer hineingetrieben haben. it says that the Lord sent forth his wrath and consumed them as stubble. Denn da hast du deinen Grimm ausgegossen und du hast sie verzehrt wie Stoppeln oder wie das Stroh. In Malachi 4, verse 1, Maleachi 4, Vers 1 heißt es, it says, "Behold, the day comes that shall burn as an oven, and all the proud, yes, and all that do wickedly, shall be stubble." denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein und brennen. Und der künftige Tag wird sie anzünden. It says, "That day that comes shall burn them up, says Yahweh of hosts, that it shall leave them neither root or branch." Und der Tag, der kommen wird, wird sie anzünden, spricht der Herr, und es wird von ihnen weder Wurzel noch Zweig übergelassen. Notice people are compared to roots and branches of a tree. Hier werden Menschen wieder verglichen mit Wurzeln und Zweige eines Baumes. Once again, that's why the Bible tells us 4 times, "As the days of a tree, so are the days of my people." Deswegen sagt die Bibel 4-mal, so wie die Zeiten der Bäume sind auch die Zeiten für mein Volk. In Isaiah 5:24, it says, "Therefore as the fire devours the stubble, In Jesaja 5,24 heißt es dann darum, wie des Feuers Flamme das Stroh verzehrt and the flame consumes the chaff, und die Flamme die Stoppeln oder das Stroh verbrennt, wegnimmt, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust." so wird ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte wird zerfallen wie Staub. Now their blossom's going to go up as dust. Ihre Blüte wird aufgehen wie Staub oder wegwehen wie Staub. But remember what our Father's blossoms were? Aber wisst ihr noch, was die Blüte unseres Vaters war? Die Bänder? That's the meaning of the tzitzit, was God's blossoms. Das ist die Bedeutung von diesem Tzitzit, die Blüte Gottes. And why are they going to be consumed as the chaff? Und warum werden sie verbrannt wie dieses Häutchen vom Weizen, was nutzlos ist? Because they have cast away the Torah of Yahweh of hosts and despised the word of the Holy One. Denn sie verachteten das Gesetz des Herrn oder die Tora und haben es zur Seite gelegt. The reality is simply this, my friends. Und die Realität dahinter ist einfach das Folgende. Yeshua did not die on the cross to free us from the Torah. Jeschua ist nicht am Kreuz gestorben, um uns vom Gesetz zu befreien. He died to free us from the penalty of sin, which is death. Er ist gestorben, um uns freizusetzen von der Strafe für die Sünde, das ist der Tod. That's why he was called the Passover lamb, because they did not die on that night. Deswegen wird er das Passalamm genannt, weil die in der Nacht nicht gestorben sind, die das Blut angewandt haben. Nowhere in the Bible has God ever gotten rid of his Torah. Nirgends in der Bibel wird Gott seine Tora los. And we'll talk about that in our Q&A later. Okay, Jeremiah 12:4. In Jeremia 12, Vers 4. Now we're going to see Esau, the herbs of every field. Jetzt sehen wir Esau hier als das Gras oder eigentlich die Kräuter auf dem Felde, In context with the birds. zusammen in Verbindung mit den Vögeln. In Ezekiel 39:34, it talks about the birds and the beast of the field. Und in Hesekiel ist ein Zusammenhang, Hesekiel 39, 3 und 4 ist ein Zusammenhang zwischen den Vögeln und den Tieren des Feldes. These are called ravenous birds or unclean birds. Und das sind Rabenvögel oder unreine Vögel von der Bibel her. The weeds or the tares of the field are compared to unclean birds. Und das Unkraut des Feldes wird hier verglichen mit unreinen Vögeln. In Jeremiah 5:27 it says, "As a cage is full of birds, In Jeremia 5, 27 heißt es dann, und ihre Häuser oder ihre Höhlen sind voller Vögel. Bei uns wird es mit Tücke übersetzt. so are their